How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Du bist vollkommen unmöglich. Du kannst doch nicht einfach das Gedenkkreuz klauen. Es ehrt dich, dass du so zu deiner Freundin hältst. Aber glaubst du wirklich, es macht die Sache besser, wenn du das Kreuz versteckst? Weißt du, auf einem Schloss zu leben ist ziemlich cool, aber was bringt das, wenn die Mitbewohner doof sind, ha? Ich dachte, auf dem Schloss ist das so toll. Weißt du, Maxi, Stil hat man oder nicht, egal wo man wohnt. Timo? Pass auf, ich mach heute krank. Wo steckst du? Catering wird gestrichen. Ist dir eigentlich klar, dass unser gemeinsamer Schwiegersohn da arbeitet? Nein! Das glaube ich jetzt ja nicht. Weißt du, was Ansgar heute machen wollte? Ansgar wollte deine Stelle kürzen. Und ich habe mich den ganzen Tag dafür eingesetzt, dass das Catering erhalten bleibt. Ja, ich habe dir weitere 3 Monate rausgeholt. Gut gemacht, hä? Wow, 3 Monate, super. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Weißt du, mein Lieber, was ich heute den ganzen Tag getan habe? Ich habe kalte Platten rumgeschleppt mit deinen Häppchen. Und die habe ich angeboten wie Sauerbier. Herzlich willkommen in meiner Welt, würde ich dazu sagen. Also selbst wenn dir die Arbeit keinen Spaß macht. Aber ich dachte, du wolltest diesen Job, weil du irgendwann mal einen eigenen Laden aufmachen willst. Ja, ich will einen Job, der Sinn und vor allem Spaß macht. Was will ich in diesem Schickimicki-Laden? Ich serviere Häppchen und muss mir Gespräche über Pumps und Lippenstift anhören. Die Hohlbirnen haben keine Ahnung von der realen Welt. Und für dich habe ich mich heute so ins Zeug geworfen. Ich habe dich nicht drum gebeten. Bitte, mein kleiner Scheiße, schlaf jetzt endlich ein. Mama hat heute von ihrer bescheuerten Chefin eine Abmahnung kassiert. Und was macht die Mama, wenn andere Leute gemein zu ihr sind? Hä? Richtig, sie geht shoppen. Dazu musst du jetzt einschlafen. Hm? So, gleich müsste der Schleudergang angehen, der beruhigt dich doch immer. Hm? Wieso ist denn jetzt aus? Wie ist denn das hier reingekommen? Oh nein. Oh, sorry, ich bin gleich wieder weg. Ich brauche nur mal kurz mein Deo. Ich habe schon mal ein BH gesehen. Was ist los? Pumpt sie nicht mehr richtig ab? Ah, du, kein Stress, das schaffe ich schon alleine. Okay, Jessie, was hast du angestellt? Nichts? Jetzt sag nicht, dass das Glitzerteil da drin war. Nicht mit Absicht. Mann, wenn sich die Pailletten in der Maschine verteilen, ist die Pumpe hinüber. Pünktlich zum Schnitzelessen. Bist du noch gar nicht fertig? Entschuldige bitte, dass das Essen noch nicht auf dem Tisch steht. Aber ich war einkaufen, um für deinen armen, kranken Mann eine Hühnersuppe zu kochen. Und? Ja, der war gar nicht krank. Und den Job, den ich für ihn gerettet habe, den will er auch nicht. Hat er das gesagt? Ja, allerdings. Die Arbeit ist dem Herrn nicht sinnvoll genug. Mama, Emilio möchte eben sein eigener Herr sein. Ja, aber dazu braucht er Kapital. Und das kriegt er nicht, wenn er auf dem Sofa rumlungert. Pünktlich zum Schnitzelessen. Oh, bist du noch gar nicht fertig? Nein. Weißt du was, wenn du Hunger hast, schmier dir doch einfach eine schöne Stulle. Hier steht, dass die Waschmaschine nicht richtig abpumpt, wenn sich Teile in der Pumpe festgesetzt haben. Sagt das schlaue Internet auch, was man mit einer kaputten Pumpe macht? Warte, so schnell bin ich nicht. Das kann ich dir auch sagen. Das Ding ist hinüber. Quatsch! Ich hol da einfach die Pailletten raus und dann pumpt das Ding wieder. Jessica, es hat sich ausgepumpt. Dein Glitzeranzug hat der Maschine den Rest gegeben. Was, aber ich brauche meine Klamotten morgen. Da war der letzte Strampler von Maxi drin. Ja, dann sieh mal zu, dass du eine neue Maschine besorgst. Ich?
Ja, wer denn sonst? Blöde Frage. Du hast eine eigene Firma und einen Arsch voll Kohle im Gegensatz zu mir. Im Gegensatz zu dir habe ich die Maschine aber auch nicht kaputt gemacht. Hier, pass auf. Die haben ganz gute Angebote. Ich kann keine neue Waschmaschine bezahlen. Ich brauche das Geld für mein Kind. Du hast die Maschine geschrottet, also holst du uns auch eine neue. Kannst du dich nicht an die alten WG-Regeln erinnern? Die gelten auch nach deinem Leben im Schloss. Aber ich habe doch nur noch Kohle für die absoluten Notfälle. Oder soll Maxi den Rest des Monats hier in deine Hemden machen? Lieferung per Nachname für Frau Jessica Stiel. Ich krieg dann noch 150 €. Ist das auch so ein Notfall? Annahme verweigert. Ey, das waren meine neuen roten Wildlederpumps. Hier kommt nur noch eine Lieferung rein. Und das ist eine neue Waschmaschine, die du bezahlst. Ich meine, du willst dein Abi schmeißen, weil eine Prüfung mal nicht hinhaut. Und Emilio will seinen Job schmeißen, nur weil ihm die Umgebung nicht passt. Also, in dem Modeschuppen würde ich auch nur sehr ungern tot überm Zaun hängen. Man kann sich im Leben nicht alles aussuchen. Aber das ist noch kein Grund, dass man gleich alles hinschmeißt. Manchmal muss man sich eben auch durchbeißen. Ja, beruhige dich. Ja, aber wenn der Job ihn einfach davon abhält, sich seinen Traum zu erfüllen? Ja, guck mal, der hat doch überhaupt gar keine Zeit mehr für irgendwas. Morgens, da steht er bei LCL hinterm Tresen und abends hat er seinen Dinnerclub. Ja, um deine Schulden abzubezahlen. Und wie will er das machen, wenn er seinen Job jetzt verliert? Als Designassistentin verdiene ich jetzt mehr. Ich kann meine eigenen Schulden abbezahlen. Bestimmt. Vicky, ganz ruhig atmen. Atmen? Sag mal, mehr fällt dir dazu nicht ein? Sag mal, was ist denn jetzt los? Vicky! Ihr könnt mich beide mal. Und das Schnitzel? Ich denke, abhauen ist keine Lösung. Komm, du bist ganz ruhig, ja? Mist. Vicky! Ey, du hättest mal sehen sollen, wie die auf das Schnitzel eingeschlagen hat. Die war ziemlich sauer, oder? Ja, es wirkte mir so, als hätte sie mich weichklopfen wollen, verstehst du? Emilio, so sind Schwiegermütter nun mal. Die will, dass du deine Festanstellung behältst. Weißt du, Ansgar hätte die Catering-Abteilung geschlossen und es wäre meine Chance gewesen, sicher aus der Nummer rauszukommen. Ich hätte mir von niemandem irgendwas über Verantwortung anhören müssen. Und ganz ehrlich, dieser Schickimicki-Laden, was hab ich denn da bitte zu suchen? Ich bin für größere Dinge geboren als Häppchen, Wässerchen und Gürkchen. Soll ich dir mal sagen, dass ich jetzt gerade ganz schön Lust auf ein Gürkchen hab? Ja, und was will Victoria eigentlich? Die hat genug Kinder, um die zu bemuttern. Und das nächste ist schon wieder in der Bahn. Die soll mich in Ruhe lassen. Emilio Sanchez, siehst du einfach als Kompliment. Du wirst niemals mehr auf der Straße landen. Du wächst bei allen den Mutterinstinkt, sogar bei Ricardo. Ja, Ricardo, nee, das war anders. Ricardo war cool. Der hat mir den Job im Zentrum besorgt und hat mich dann mein Ding machen lassen. Und ich habe mein Ding einfach gemacht. Aber seit ich in Deutschland bin, versucht mir jeder aufzuschwatzen, was ich seiner Meinung nach zu tun habe. Warum sind die so? Denken die wirklich, dass deren Ideen immer die besten sind? Wahrscheinlich stehen die einfach auf Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit. Wo gibt's denn heutzutage noch Sicherheit? Ich kann getrost drauf verzichten, das geht auch so. Emilio, ganz ehrlich, dann schmeiß deinen Job hin. Dann mach ganz einfach dein eigenes Ding. Meinst du echt? Na klar. Ich weiß, was du drauf hast und bis jetzt hast du alles gepackt. Ey, du bist so ein Spacko, dass du einfach nach Paris abhaust. Ich weiß. Mit dir zusammen hätte ich meinen eigenen Laden hochgezogen. Nichts Halblegales, ein richtiges Restaurant. Mein Traum gelebt, aber gut. Ist halt nur mein Traum, also hau ruhig ab. Emilio, das kriegst du auch alleine hin, ne? Ich weiß. Aber ohne dich macht's nur halb so viel Spaß. Also ich verstehe immer noch nicht, wie deine Abmahnung bei LCL und die kaputte Waschmaschine zusammenhängen. Ja, weil ich in beiden Fällen unschuldig bin. Also du hast doch offensichtlich diese Ohrringe mitgehen lassen. Ich habe nicht gewusst, dass die Ohrringe noch an meinen Ohren hängen. Oh, und ich wusste auch nicht, dass dieses Oberteil in der Waschmaschine landet. Das war also kein Fehler, sondern ein Versehen. Und Versehen muss man verzeihen. Oder zusammen. Also wenn Andi die Waschmaschine kaputt gemacht hätte, dann würdest du dich jetzt daran beteiligen. Ja? Wenn ich nicht chronisch pleite wäre. Königsbrunn, da war doch alles umsonst. Ich wusste nicht, wie teuer dieser ganze Babykram ist. Windeln, Strampler. Wildlederpumps. Auch? Als Mutter, da musst du dir auch mal was gönnen, sonst drehst du durch. Ricky, ich bin wegen Dana in die WG gezogen. Aber ich wusste nicht, was das rein kohletechnisch alles bedeutet.
Was ist, wenn jetzt Maxi mal ganz dringend was braucht? Also, ich meine, erstens, ich bin Arzt. Ich verdiene nicht gerade schlecht. Du kannst mich immer anrufen. Ja? Und zweitens, profitiert denn dein Sohn nicht auch von dieser Apanage? Aber was? Apanage. Rebecca hat mir erzählt, dass jedes Kind des Lahnstein-Clans 10.000 € monatlich kriegt. Apanage. Schreib mir das Wort mal auf. Danke. Tschüss. Wie jetzt? Nö. Mach dir keinen Kopf, die Rechnung geht auf mich. Hey. Ich bin hier, um die Apanage abzuholen. Die was? Ich kannte das Wort erst auch nicht. Das, die monatliche Zahlung, die jedes Lahnsteinkind bekommt. Ach, die Apanage. Ja, sag ich doch. Ja, Jessica, ich weiß, du hast mal versucht, von Ludwig adoptiert zu werden, aber wenn ich richtig informiert bin, hat das nicht geklappt. Ich rede doch nicht von mir, sondern von Maximilian. Ach so. Ja, Maximilian, steht die Apanage natürlich zu. Aber ich denke, das ist geregelt, oder? Nee. Wo soll ich unterschreiben? Oh, da reicht eigentlich Hagens Unterschrift unter der Vaterschaftserklärung. Er hat die Vaterschaft doch offiziell anerkannt, oder? Ja, ich denke schon. Und selbst wenn nicht, ich meine, da muss man sich den Kleinen ja nur anschauen. Da kann Hagen wohl kaum abstreiten, dass er was damit zu tun hat. Jessica, ohne seine Unterschrift ist die Vaterschaft nicht offiziell. Und Maximilian hat keinen Anspruch auf die Apanage. So ist das in Ludwigs Testament eindeutig festgelegt. Nee, er hat unterschrieben. Ja. Ich denke mal, dass Dana die Vaterschaftserklärung irgendwo hat. Wie geht's Dana denn? Besser. Jetzt, wo sie nicht jeden Tag das Kreuz von ihrem Mann ansehen muss. Wenn sie irgendetwas braucht, oder du, also wenn ihr irgendetwas braucht. Danke, das ist lieb, aber wir haben ja jetzt die Kohle. Und keine Sorge, ich werde das nicht ausgeben. Wir werden alles schön anlegen für den Kleinen. Nur so ein ganz klein bisschen brauche ich für das Allernötigste. Jessica, das tut mir leid, aber die Apanage steht Maximilian erst ab dem 21. Lebensjahr zu. Einmal Champagner für die Dame, bitte. Ich frag mal nach. Die beiden Herren möchten Sie gerne auf ein Glas Champagner einladen. Hallo. Ich sehe also so aus, als wollte ich angequatscht werden, ja? Als wäre ich auf der Suche nach Bekanntschaft, weil ich da zufällig allein am Tresen sitze. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Wissen Sie, warum ich hier bin? Weil ich meine Ruhe haben möchte. Und zwar genau vor solchen Typen wie Ihnen. Herr Wolf. Na? Hast du offenbar schon Freunde gemacht hier, was? Was machst du hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Ich habe dich überall gesucht. Ich dachte, hier findet mich keiner. Ah. Recht gehabt. Ich dachte, wir reden mal in Ruhe miteinander. Bevor du dich weiter in den Streit mit Kim hineinsteigerst. Das ist ja mal wieder typisch. Du nimmst das alles überhaupt nicht ernst, oder? Doch, natürlich nehme ich dich ernst. Was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Ein Bier. Oder vielleicht ein Schnaps bei deiner Laune? Sehr wohl. Mit meiner Laune, weißt du, ist alles in bester Ordnung. Bevor diese zwei Typen da, oh, entschuldige, 3, kamen und meinten, ich müsste dringend Gesellschaft haben. Ja, natürlich warte ich. Bestimmt hat Hagen die Vaterschaftserklärung dem Amtsgericht längst zukommen lassen. Aha. Verstehe.
Nein, trotzdem, danke, Peter. Ja, ich melde mich mal wieder. Gut. Die unterschriebene Vaterschaftserklärung liegt dem Amtsgericht nicht vor. Was? Sicher? Natürlich bin ich sicher. Es ist kein Schreiben von Hagen dort eingegangen. Hagen hat unterschrieben. Das habe ich ganz genau gesehen. Und er wollte das sofort dem Amtsgericht überbringen. Na, vielleicht liegt es ja noch in seiner Suite. Ich kann ja mal nachsehen. Jessica, wenn du irgendwelche Probleme hast. Natürlich habe ich Probleme, aber davon hast du garantiert keine Ahnung. Wenn es um Geld geht. Glaubst du, ich bin hier, um euch anzubetteln? Aber nein, darum geht's auch gar nicht. Eben. Ich bin vielleicht keine von und zu, aber Maximilian ist ein Lahnstein und deswegen soll er das kriegen, was ihm zusteht. Emil, wenn du Bock auf Party hast, dann kommst du einfach vorbei. So einfach ist das. Ja, aber das ist nicht dasselbe. 4 Stunden mit dem Zug, da setzt du dich rein und schwupps bist du bei mir. Wo ist denn da das Problem? Kannst du dich noch an unsere Freundschaftsarmbändchen erinnern auf Mallorca? Das waren noch Zeiten. Oh ja. Was du immer für einen Aufstand gemacht hast, wenn ich mal meins verloren habe. Halleluja. Ja, weil das Unglück bringt. Ja, okay. Aber irgendwann haben die Dinge einfach angefangen zu müffeln. So ist das mit der Freundschaft eben. Es müffelt ab und zu, aber wenn du sie verlierst, dann bist du am Arsch. Ach, guck mal an, das hast du aber schön gesagt. Ich fand die wirklich gut, die Bändchen. Ja, ihr auch. Gut, ein bisschen uncool waren die schon. Nur ein bisschen. Aber trotzdem fand ich sie gut. Mhm. Und wir brauchen wieder sowas wie Freundschaftsbändchen, nur ein cool. Es gibt nichts, was cool ist mit Bändchen. Irgendwas für die Ewigkeit. Und es gibt auch nichts für die Ewigkeit. Doch. Ein Tattoo. Ja, ein Tattoo. Entschuldigung. Was? Wir schließen gleich. Warten Sie noch auf jemanden? Ja, für meine Frau. Obwohl, lassen Sie mich ruhig schon zahlen. Vielen Dank. Das macht 20 Euro, bitte. Stimmt so. Vielen Dank. Places fade with time, they fade with time. Celluloid is drying on my fingers, passing Louvre on my right side. They closed down my marcher. I passed by last night. Wollen wir mal sehen. Bist es? Mein Gott, hast du mich erschreckt. Sag mal, was tust du hier? Willst du etwa den Safe knacken? Bist du von Sinnen? Noch dazu in Gegenwart deines unschuldigen Kindes? Die wollen die Vaterschaftserklärung verstecken, damit sie Maximilian keine Kohle zahlen müssen. Die Gräfin. Ja, und Hagens ach so sauberer Bruder. Niemals. Der ist Anwalt. Das sind alles Verbrecher. Schluss jetzt. Im Moment sehe ich hier nur einen Verbrecher.
Bist du überhaupt hier reingekommen? Ich weiß, wo Frau Linse den Zweitschlüssel versteckt. Mensch, raus, bevor dich noch jemand sieht. Ich gehe erst, wenn ich die Vaterschaftserklärung habe. Oh, was ist denn hier passiert? Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. Hallo? Sag mal. Wir haben uns vergessen. Oh, vorsichtig. Ich gucke mal, ob die abgeschlossen haben. Tatsächlich. Oh. Das ist mir zum letzten Mal mit... Nee, das ist mir noch nie passiert. Sag mal, hast du die Nummer von Charlie? Ich rufe die Kinder an. Warte. So. Lass doch mal. Die soll sich ruhig Sorgen um uns machen. Es geht ums Prinzip. Deine feinen Herrschaften wollen meinen Sohn um die Zeche prellen. Also wenn ich dir etwas versichern kann, dann, dass die Landsteins sich bisher noch um jedes ihrer Kuckuckskinder im Nachkommen gekümmert haben. Solange du dich als Mutter nicht völlig disqualifizierst. Erst die Fotos, jetzt ein nächtlicher Einbruch. Du tust wirklich alles, um deinen Sohn der Familie zu entfremden. Ich bin seine Familie. Genauso wie ich. Und ich verspreche dir, wenn sich die Vaterschaftserklärung hier auf dem Schloss befindet, dann wird die Gräfin sie finden. Und jetzt raus! Die da, auf dem rechten Unterarm. Nee. Dafür gibt's nur einen Platz und der ist hier. Auf die Brust? Auf die Brust. Oh je, Kim. Das gibt Ärger. Hey, Prinzesschen. Nein, ich komme heute nicht mehr. Wie, die sind noch nicht da? So ein Quatsch, ich hab doch deine Mutter. Ich hab die doch nicht vergrault. Ja, ist ja gut. Ist doch gut. Ja, ich liebe dich auch. Kurz. Bye, bye. Tschüss. Frauen machen immer nur Stress. Die machen halt nur fertig. Die machen vor allem immer, was sie wollen. Hallöchen. Timo, hast du immer noch nicht gepackt? Leo, nee. Emilie und ich machen einen schönen Männerabend. Ich habe gerade wunderschöne Dinge für unsere neue Wohnung gekauft. In Paris haben wir ja noch gar nichts. Klar, vor allem gibt's ja in Paris auch gar keine Geschäfte, wo man es dann kaufen kann. Ha! Ich hab gedacht, wir wohnen bei deiner Maman. Ja, die erste Zeit, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Und dann brauchen wir noch genug Zeug. Jetzt muss ich noch eine Mail an Tristan schreiben wegen dem Auflösungsvertrag. Und Emilio, bist du wieder ganz gesund? Ich würde morgen nämlich gerne meinen Ausstand bei LCL feiern. Und du könntest das Catering machen. Leo. Männerabend. Aber wehe, du jammerst morgen rum von wegen, ich hab ja noch gar nicht gepackt. Ja, natürlich nicht. Sie. Viel Spaß euch. Danke. Emilie, was ist, wenn du morgen arbeiten musst? Da können wir die Tattoo-Aktion knicken. Du, ich spüre es schon. Was denn? Die Erkältung wird schlimmer und schlimmer. Ach, hör auf. Ganz schlimm. Mir geht's so schlecht. Du hast ernsthaft versucht, den Safe mit dem Haarnagel zu knacken? Früher habe ich jedes Schloss auch gekriegt. Justus Gesicht hätte ich gerne mal gesehen. Wenigstens weiß ich jetzt, dass meine Theorie stimmt. Dass Elisabeth die Vaterschaftsanerkennung hat verschwinden lassen? Nein, dass Onkel Justus durch das Schloss wandelt und mit den Ketten raschelt. Ernsthaft, die Landstands werden noch nicht versuchen, den Kleinen um sein Erbe zu bringen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen reingesteigert. Für dich gibt's Krimiverbot und das für die nächsten 3 Monate. Aber irgendwo musste diese Erklärung sein. Also ich weiß nur, dass Hagen sie unterschrieben hat. Aber was er danach damit gemacht hat, weiß ich nicht. Das Ganze wird sich schon irgendwie aufklären. Aber Fakt ist, wir brauchen eine neue Waschmaschine. Und das, bevor Max 21 ist. Wenn du willst, gebe ich dir die Hälfte dazu. Es geht doch gar nicht nur um diese blöde Waschmaschine. Worum dann? Ich will einfach, dass Maxi nicht so aufwachsen muss wie ich damals. Ich hatte immer zu wenig Klamotten.
Bis zu meinem 14. Lebensjahr musste ich die Sachen von meinem älteren Bruder auftragen. Und was denkst du, warum ich erst so spät lesen gelernt habe? Weil ich ständig im Unterricht eingepennt bin. Weil ich Tag und Nacht auf meine Geschwister aufpassen musste. Meine Eltern haben sich halb tot gearbeitet. So ein Leben, das will ich nicht für Maxi. So ein Leben wird er euch haben. Versprochen. Ich wäre einfach beruhigt, wenn ich wüsste, dass dieses Geld auf ihn wartet. Außerdem steht es ihm auch zu. Ich weiß. Was ist denn, wenn Hagen die Erklärung bei sich auf dem Boot hatte? Dann wird er eine neue unterschreiben, wenn er wieder da ist. Doch, also das gefällt mir sogar sehr gut. Und wohin lassen wir uns das stechen? Ich würde sagen, hier hin. Nicht schlecht, aber ich habe eine bessere Idee. Was hältst du davon, wenn wir uns den schön hier hin? Ja gut, bei dir, du hast ein bisschen zugenommen. Das könnte natürlich drüber schwabbeln. Zugenommen? Guck dir das mal an. Dagegen schwabbelt hier bei dir und da überall. Na klar, jeden Morgen Kranzis ohne Ende. Und hier Das muss ja eine schlimme Bronchitis sein. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zu Ricardo ins Krankenhaus. Ich wollte nicht mehr abhören. Emilio, der Zug ist gerade abgefahren. Ich kann es erklären. Emilio, ist dir eigentlich klar, dass ich gerade deine Einkäufe erledige? Ich habe nämlich kurzfristig niemanden mehr für Leonis Abschiedscatering gefunden. Ja, aber Und ist dir eigentlich klar, wie ich vor der LCL-Geschäftsleitung jetzt dastehe? Ich bin deine Chefin. Wenn du schwänzt, das fällt doch auf mich zurück. Außerdem ist es nicht so, dass ich gerade nichts Besseres zu tun hätte. Ja, so geht's mir ja auch. Ich mache jeden Tag mir die Mühe, mache die Häppchen, dekoriere sie schön und keiner, verdammt nochmal, keiner isst sie. Ich könnte genauso gut Wasser servieren. Du servierst auf jeden Fall Häppchen. Weil nämlich das Schneiders mit LCL einen Vertrag geschlossen hat, dass wir jeden Tag ein exquisites Catering ausrichten. Und das ist dein Job. Emilio, du hast auch einen Vertrag. Du machst das Catering. Und zwar pronto, ha? Hm? Jessica, das Frühstück wird jeden Moment aufgedeckt. Was ist denn los? Warum sollte ich herkommen? Du brauchst das Dokument nicht mehr zu suchen. Ich hab's gefunden. Was? Es war in der Schublade. Nein. Hier, die Unterschrift von Hagen. Aber hast du nicht erzählt, dass du erst gestern ausgiebig in Graf Hagens Akten herumgeschnüffelt hast? Warum findest du das Dokument erst jetzt? Weil ich gestern wohl nicht richtig geguckt habe. Und warum gibst du es mir, anstatt es auf direktem Weg zum Amtsgericht zu bringen? Weil es schöner ist, wenn Elisabeth es macht. Mein Gott, ich fasse es nicht. Du willst das Dokument hier reinschmuggeln, weil du die Unterschrift gefälscht hast. Du denkst, wenn die Gräfin es beim Amtsgericht abgibt, dann wird ja keiner nachfragen. Das alles um des lieben Geldes willen. Ich brauche das Geld doch nicht für mich, sondern für Maximilian. Und seine Zukunft. Ach, Jessica, bitte. Du weißt doch, wie das früher bei uns war. Das will ich nicht für ihn.
geht nur um eine dämliche Unterschrift. Alle wissen, dass Maxi von Hagen ist, aber keinen interessiert's. Und ich will einfach nur sicher gehen, dass mein Kind es mal besser hat als ich. Jessica, du hast als Kind doch auch kein Geld gehabt. Und ich meine, sieh dich doch mal an, was für ein toller Mensch aus dir geworden ist. Und wenn du irgendetwas brauchst, dann brauchst du dich doch nur an mich zu wenden. Grundgültiger, wir sind eine Familie. Und darum werde ich auch nicht erlauben, dass du dich ins Gefängnis bringst. Diese Fälschung wird die Mauern des Schlosses nicht passieren. Verlass dich drauf. Werden wir noch sehen. Weg. Sie sind nicht nach Hause gekommen. Die ganze Nacht nicht und ihre Handys sind auch aus. Du hast gestern Abend gekocht? Ja, ich dachte, die kommen halt wieder. Du hast wirklich gekocht? Ja. Entschuldige, aber Papa hat mir gestern Bescheid gegeben, dass das Schnitzelessen nicht stattfindet, weil Mama irgendwie eine Auszeit braucht. Ich meine, was war da los? Wir haben uns gestritten wegen Emilio. Was ist, wenn irgendwas passiert ist? Hey, den beiden geht's gut, da bin ich mir sicher. Wo treiben sie sich dann die ganze Nacht rum? Oh nein, nein, ich bitte Sie, das wäre ja noch schöner. Also, das ging selbstverständlich aufs Haus. Und ich weiß gar nicht, kann man sich in einem solchen Fall noch mal in aller Form entschuldigen? Das müssen Sie nicht. Wir hatten auch schon schlimmere Nächte. Na, das freut mich. Aber wissen Sie was, ich habe gerade eine Idee. Sie kommen diese Woche noch mal vorbei und essen sich durch die ganze Karte. Ein Menü nach Ihrem Belieben, ja? Das ist aber toll. Das klingt gut. Ja. Vielen Dank, Frau Schneider. Entschuldigung. Luca? Das passt einfach nicht zu denen. Einfach abhauen und sich nicht melden. Wehe, wenn ich das mal mache. Oh, oh, die beiden kriegen Ärger, wenn sie nach Hause kommen. Das Taschengeld wird gestrichen. Und Hausarrest. Ja, 2 Wochen mindestens. Ja, liebe Leonie, wir hätten dich sehr gerne noch hier behalten. Aber du bist ein Mensch mit vielen Talenten und du hast dich für Singen entschieden. Was den Vorteil hat, dass wir auch weiterhin von deinem Talent profitieren. Ich glaube, wir werden in nächster Zeit alle sehr viel Radio hören. Ja, und ich hoffe, dass uns deine Stimme inspirieren wird. Ich bin mir wirklich ganz sicher, dass Paris die richtige Entscheidung ist und dass du mit deiner Musikkarriere dort richtig durchstarten wirst. Hoffentlich. Bestimmt. Bei so einer Chance muss man zugreifen. Ich würde auch gern zugreifen, wenn ich nicht diese ganzen Häppchen hier hätte. Was geschafft? Eine Tür zu schließen? Glückwunsch. Ich habe es geschafft, die Vaterschaftserklärung von Hagen zu finden. Ist ernsthaft? Heute hat uns Lisbeth die ganze Zeit beim Essen genervt. Ja, die war im Gestüt. Hagen hat sie irgendwo am Schreibtisch untergemüllt. Den Rest überlasse ich euch, ja? Das ist ja seltsam.
Hagen muss wirklich nicht ganz bei sich gewesen sein, als er das unterschrieben hat. Wieso? Der Name ist falsch geschrieben. Das kann nicht sein. Ich weiß ganz genau, wie man... Urkundenfälschung, Einbruch. Da war aber jemand sehr unartig. So, wollt ihr vielleicht noch... Das ist... nicht euer Ernst. Sag mal, wollt ihr mich alle hier verarschen? Ich kündige. Ich hab's doch gesagt, kein Mensch will mein Catering. Und ich hab langsam die Schnauze voll, den Leuten die ganze Zeit hinterher zu rennen. Der Job ist für mich reinste Zeitverschwendung. Hey, hey, Amigo, sei mal nicht so hitzköpfig. Ich wollte dir eine Chance geben. Mensch, das weiß ich doch auch. Und ich bin Ihnen dafür auch auf ewig dankbar, das können Sie mir glauben. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, dass der Job mir keine Perspektive bietet. Ich stecke fest, das ist für mich wie eine Sackgasse. Und deshalb bitte ich Sie einfach, meine Kündigung zu akzeptieren. Hm? Ja, willst du dich dann mehr auf deinen Dinnerclub konzentrieren? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, in Venezuela, da hatte ich nichts, da hatte ich gar nichts. Und es war kacke, es war sogar richtig kacke. Aber was ich hatte und was ich vermisse, das war meine Freiheit. Und hier bin ich der dressierte Affe. Dieser Typ im LCL, der da rumsteht und kalorienarme Häppchen verteilt, das bin ich nicht. Okay, Emilio, aber was willst du denn sonst machen? Ich mache das, was ich schon lange hätte tun sollen. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. Und ich glaube, wir bräuchten mal eine Zahnbürste, oder? Und dann wollten Dana, Hagen und ich Maximilian zusammen großziehen. Deswegen hat mich Hagen ja auch aufs Schloss geholt. Deswegen ist eigentlich diese Vaterschaftserklärung reine Formsache. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich wusste, dass du das verstehst. Was hältst du denn davon, wenn wir deine Unterschriftenfälscher anheuern, damit die das machen? Weil die können das doch viel besser als ich. Komm schon. Du hast doch für sowas deine Leute. Ist das ein Ja? Dann gehe ich nämlich jetzt ganz schnell. Ja, geh ruhig. Lass dir Zeit, damit du dich vom Schloss verabschieden kannst. Dein Sohn wird nicht das letzte uneheliche Kind in dieser Familie bleiben. Ludwig wusste das. Dafür hat er vorgesorgt. Apanage nur bei anerkannter Vaterschaft. Ich scheiß auf diese Unterschrift. Weißt du, ohne Hagens Anerkennung wird dein Sohn nie einen Platz in dieser Familie haben. Weder was das Schloss noch was die Bankkonten betrifft. Und deswegen sage ich dir jetzt was ich schon lange mal loswerden wollte. Nimm deinen Bastard und verschwinde. Für euch ist kein Platz hier.
I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. The music up, the windows down. Hey, brauchst du vielleicht eine Zwangsjacke? Ich nehme mich nicht mehr. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight, let's get some and live while we're young. Yeah! Woo-hoo! And live while we're young. Tonight, let's get some and live while we're young. Mama, wo steckst du denn? Wir sitzen hier und machen uns Sorgen. Also wenn du das abhörst, bitte meld dich. So langsam könnten sie wieder auftauchen, oder? Denkt ihr, Mama hat vielleicht die Fien gekriegt? Nee. Nee? Ich rufe jetzt noch mal bei Ricardo an. Ja, das sind hier die Rumtreiber. Sag mal, wo habt denn ihr gesteckt? Ja, wir waren im Schneiders eingeschlossen. Und warum ruft ihr nicht an? Oh, wir haben uns die Zeit schon vertrieben. Oh. Ich gehe da mal Zähne putzen, ja? Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war kurz davor, den ganzen Krankenhäusern anzurufen. Mensch, Mama, warum hast du dich nicht einmal gemeldet? Ich höre mich schon an wie du. Also ich finde, du machst das nicht schlecht. Ah, sag mal, gibt's jetzt wenigstens bald mal was zum Essen? Oh. Ja, gleich. Ich habe versucht, den Kartoffelsalat zu machen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Kein Problem, Na, weißt du was? Ich zeig dir, wie es geht. Und dann kriegst du es beim nächsten Mal selber hin. Sorry wegen Emilie und... Also ich mische mich da nicht mehr ein. Dein Mann ist erwachsen. Ich bin sicher, er trifft die richtigen Entscheidungen. Timo? Hier! Timo! Hier! Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht, verdammt! Was hast du denn gemacht? Ich hab gekündigt. Ich bin da raus, ich hab's endlich gecheckt und bin frei auf Anfang. Und jetzt kann ich durchstarten. Ja, spitzenmäßig. Was hast du jetzt genau vor? Ich will mit nach Paris. And live while we're young.